Hallo Pflanzenfreunde! Heute zeige ich euch, wie man an einem Bonsai einen fehlenden Ast ersetzt. An diesem Ahorn habe ich das vor Jahrzehnten mal mit Erfolg durchgeführt. Die Gärtner nennen dieses Verfahren Ablaktion. Das hier ist übrigens ein Bonsai aus meiner Anfangszeit in den 80er Jahren. Damals habe ich ausschließlich mit Jungpflanzen experimentiert, ohne jegliche Erfahrung. Deshalb war die Ausfallquote auch ziemlich hoch. Dieser Baum und noch 3 weitere haben von damals bis heute überlebt. Alle 4 könnt ihr euch übrigens in diesem Video anschauen. Da von der Operation selber keine Bilder vorhanden sind, habe ich die einzelnen Schritte von einer KI als Zeichnung erstellen lassen, da ich selber im Zeichnen nicht so talentiert bin. Man nehme einen Bonsai, eine Jungpflanze derselben Art und ein scharfes Messer. Im ersten Schritt wird die Rinde an beiden Stämmen an der Stelle, wo sie zusammengefügt werden sollen, entfernt. Wichtig, die Schnittstellen müssen gleich groß sein. Das hat die KI trotz mehrerer Versuche leider nicht hingekriegt. Im zweiten Schritt fügt man die beiden Stämme zusammen. Die Schnittstellen müssen exakt aufeinander passen. Zur Stabilisierung wird dann die Stelle noch mit Bast umwickelt. Nun heißt es abwarten und immer mal wieder kontrollieren, dass der Bast nicht einwächst. Dadurch, dass sich die Spenderpflanze noch im Topf befindet, wird sie weiterhin mit Wasser und Nährstoffen versorgt, was das Anwachsen wesentlich erleichtert. Je nach Baumart dauert es unterschiedlich lange. Beim Ahorn etwa 3 bis 5 Monate, bis die beiden miteinander verwachsen sind. Ich habe es auch mal mit Myrten versucht, das ist ganz schwierig. Ficus benjamina dagegen geht kinderleicht. Übertrieben gesagt, man muss die 2 Pflanzen nur nebeneinander stellen und sie verwachsen. Wenn der neue Ast angewachsen ist, wird die Jungpflanze unterhalb der Ansatzstelle möglichst dicht am Stamm des Bonsai abgeschnitten. Hier ein Foto von 1994. Man sieht noch die Ansatzstelle. Der neue Ast ist zur Stabilisierung mit Draht umwickelt. Auf den Bildern von heute ist die Stelle nur noch auf einer Seite des Baumes schwach zu erahnen. Übrigens, das Spannende ist, dass der angefügte Ast den jahreszeitlichen Rhythmus der ursprünglichen Pflanze beibehalten hat. Im Frühjahr ist er beim Austrieb dem Rest des Bonsai immer ein paar Tage voraus und im Herbst werden die Blätter als erstes gelb. Ich hoffe, ihr konntet etwas daraus mitnehmen und probiert es vielleicht auch mal selber aus. Ich würde mich über Erfahrungsberichte in den Kommentaren freuen. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.